Wir haben eine Software entwickelt namens Strawberry. Und Strawberry ist im Grunde ein Tool, das aus 3 Komponenten besteht. Das eine ist Project Sharing für Avid Media Composer, Final Cut Premiere. Das andere ist das Management, also Google-Suche nach Schnittprojekten, nach Projektinhalten wie Assets und Essenzen. Und das dritte ist ein integriertes User- und Team-Management. Das Besondere ist, dass man das alles wirklich jetzt in einem Tool hat und dass das Ganze auch storage-unabhängig ist. Ich habe hier eine Google-Suche für Avid-Projekte. Ich kann parallel in Projektnamen, in Beschreibungen, in Assets suchen. Und die Software indiziert sogar bis auf die Avid-Bin-Ebene, also extrahiert Avid-Sequenznamen und Clipnamen und macht sie suchbar. Ich kann jetzt ein neues Projekt erstellen und kann die Metadaten angeben. Diese Metadaten sind wirklich frei definierbar. Klicke hier auf OK und kann das Projekt erstellen. Strawberry macht mir einen Datenbankeintrag und erstellt auch gleich ein Schnittprojekt mit. Wir haben jetzt quasi ein leeres Avid-Projekt, das Strawberry erstellt hat, auf Grundlage eines Template-Projekts. Das hat der Administrator irgendwann festgelegt, Export-Settings, Auflösung, NTSC, PAL, was auch immer. Und ich kann jetzt sagen, ich möchte das Projekt eines anderen Cutters hinzufügen, noch während der daran arbeitet. Und das kann ich tun, indem ich hier einfach reingehe und sage, das Projekt von dem Kollegen heißt ja zum Beispiel Ball. Ja? Und ich kann mir das Projekt über Add mit meinem eigenen Projekt verknüpfen. Und sobald ich zurückgehe in Avid Media Composer, taucht das Projekt direkt in meinem eigenen Avid-Projekt auf. Das Projekt ist für mich geloggt als Read-Only. Das heißt, der andere kann Veränderungen machen, ich störe ihn nicht bei der Arbeit. Aber sobald er Veränderungen macht, sehe ich diese auch gleich in meinem eigenen Avid-Projekt. Wenn ich erweiterte Informationen zu einem Projekt haben will, dann kann ich den Projektnamen anklicken und dann hier auf diesen Knopf Info. Und dann zeigt mir Strawberry im Grunde alle Media-Files an, die in dem Projekt sind. Zeigt mir den Avid-Bin-Content an, das ist wirklich einmalig, also die Sequenz und die Clipnamen, alles suchbar. Ich kann einen Status für das Projekt definieren, ich kann andere Cutter informieren, was passiert eigentlich gerade, ist es in der Farbkorrektur oder ist es im Schnitt oder was auch immer. Und das ist auch einmalig, ich sehe, wie mein Projekt mit anderen Projekten in Bezug steht. Also das heißt, bevor ich etwas lösche, weiß ich, welche anderen Projekte eigentlich Zugriff auf mein Projekt haben. Strawberry hat eine integrierte Archivfunktion, das heißt, ganze Schnittprojekte können von der Stelle ab aus dem User Interface archiviert werden. Um mein Projekt zu archivieren, wähle ich es an, klicke auf Archiv und Strawberry sammelt sich dann die Projektfiles, die Media-Files zusammen und packt die in ein TAR-Archiv und sendet die, wo auch immer die ich haben möchte. Der Hauptpunkt ist, dass Strawberry hardwareunabhängig ist. Man kann es im Grunde an jedes NAS anschließen oder an jedes StorNext, Xan oder Hyperfast Storage. Der zweite Punkt ist, dass wir das User- und Team-Management gleich integriert haben. Das heißt, wir haben kein LDAP oder Active Directory, sondern das ist wirklich datenbankbasiert, also auch sehr einfach zu handeln. Die Einarbeitungszeit im Gegensatz zu diesem mächtigen MAM-System ist verschwindend gering. Also wir reden hier wirklich von 5 bis 10 Minuten. Die Cutter kriegen die Grundfunktion auf der Stelle. Und natürlich die Anbindung des Project Sharing. Also die meisten Tools erfordern, obwohl sie mächtige Metadatensätze haben, immer noch, dass Cutter sich mit der Storage-Seite beschäftigen müssen. Strawberry bringt im Grunde die Media-Files zum Cutter und nicht den Cutter zu den Media-Files. Also wir sind in verschiedenen Segmenten des Marktes drin und bedienen eigentlich eine Kundenbasis, die von 5 Schnittplätzen zu 40 oder auch mehr Schnittplätzen reichen kann. Man kann Strawberry einmal als OEM mit unseren Hardware-Partnern beziehen, das wären halt DVS oder Rogue Data. Da gibt es die Software quasi gleich auf dem Storage oben drauf. Die Serverlizenz kostet 1.500 € in dem Fall. Man kann aber Strawberry auch als extra Metadatencontroller beziehen. Das ist so eine kleine Hardware-Einheit, die kann man beliebig an ein Storage anschließen und die kostet 6.000 €. Und dann haben wir ein entweder Sitzplatzmodell oder ein Bundle-Modell.